Also ich wollte jetzt hier mal noch ganz kurz eine kleine Auswahl von den teilnehmenden Protagonisten des Bildes sprechen. Hier zum Beispiel dieser Typ, den habe ich gefunden in einem Brockenhaus in Winterthur. Vermutlich eine Krippenfigur, aber es ist auch nicht ganz klar, weil irgendwie dieser eher von Andeutung her, dieser fantastische Umhang irgendwie deutet vielleicht auch auf irgendwie einen anderen Zusammenhang hin. Für mich war er auf jeden Fall für dieses Bild tauglich und eben genau der Richtige, weil er dieses amorphe, anonymisierte, blumenkohlartige Gesicht hat. Irgendwie, also soll ich das mal hier ein bisschen näher? Oder ich kann meins als Referenzgesicht mal mit dazu halten. Ich weiß nicht, ob das ab und zu ähnlich flach aussieht, könnte ich mir vorstellen. Das ist so unklar, wo das irgendwie anfängt und aufhört, ob das Frisur ist oder ob das eigentlich gesammelte Beschädigungen sind, die man so im Verlauf des Lebens ansammelt. Dann der andere Typ, den ich jetzt hier direkt dazu stelle, irgendwie, das ist diese Kratzkatze oder zerkratzte Katze oder hergekratzte Katze. Die habe ich ausgewählt als Protagonist für dieses Bild wegen diesem entsetzten, aber doch geschunden gelassenen Gesichtsausdruck. Eben in Partnerschaft zu dem eher gesichtsarmen Typ. Irgendwie ist hier diese klare Herausformung der Gesichtszüge eigentlich ganz schön. Dann bringe ich mal hier noch einen dritten Typ mit ins Spiel. Das sind eben diese Pilze, die in meiner Arbeit immer mal wieder als Spur gelegt werden. Das ist eigentlich so ein Running Gag in meiner Arbeit allgemein, der Pilz. Ich kann einfach erläutern, wie das jetzt irgendwie dazu kam, zu dieser Bildanlage. Es ist ja eine größere fotografische Wandgestaltung, die übrigens auch alle 5 Jahre ausgewechselt wird. Das Mikromuseum und eben das Balto-Ressort sind auf mich zugekommen und haben mich gebeten, so diese erste Etappe der Wandgestaltung mal zu übernehmen. Ein Restaurant hat einen piazza-artigen Charakter und ich denke mal so diese Art des Transferierens und des Hindurchkommens, des kurz Rastens, Stehenbleiben, sich treffen, sich verpassen, sich missverstehen, sich natürlich auch verständigen. Das war eigentlich der Anlass, dieses Bild dann so zu machen. Es gibt einfach eine Erörterung der Grundfragestellungen, irgendwie, die der Ort und der Anlass irgendwie quasi stellen, oder daraus entwickelt sich dann mehr oder weniger eigentlich auch aus einer internen Werklogik heraus eine Notwendigkeit für gewisse Dinge. Ähnlich dem Bildmotiv ist eigentlich die Herstellungsmethodik an dieser Piazza und an diesem räumlichen Gefäß ausgerichtet. Ich bin sehr gerne in Hotels irgendwie, deswegen fand ich das jetzt auch gut, irgendwie bei so einem Hotel, und das wird ja offensichtlich auch ein sehr schönes Hotel, in der Gestaltung beteiligt zu sein. Doch, ich bin eigentlich ab und zu mal im Niederdörfli, in der Bodega Bar oder Cabaret Voltaire hatte ich auch schon zu tun mit Projekten. Mein Lakritz-Laden meines Herzens ist gerade um die Ecke. Ein ehemaliger Student von mir hat auch gerade dort gewohnt, neben der Kondomeria. Also irgendwie so, oder? Also auch im Umfeld von diesem Hotel sind auch wieder irgendwie so lebendige Zufälle im eigenen Leben da, oder? Deswegen
Vielleicht kann man auch sagen, ist das irgendwie, also sind solche Energien irgendwie dann auch am Ende in dem Bild drin.